Das Mädchen, das mit Wellen sprach. Der Winter war viel schneller gewichen als üblich. Das Gras spross und die Sonne schien immer stärker in die länger werdenden Tage. Doch das Aufblühen der Natur, das die Menschen von jeher belebt hatte, fiel in diesem Jahr mit dem Einzug einer Familie in das Nachbarhaus zusammen. Und ich gehe so weit zu sagen, dass der Frühling nur deshalb seiner Zeit vorauseilte, eben weil die junge Familie dort eingezogen war. Ursächlich dafür schien mir allein die Tochter. Ihr Name war Daria. Sie war ein freudiges Kind, das gerne draußen spielte, und tatsächlich machte es auf mich den Eindruck, dass sich das Wetter dem Gemüt dieser 12-Jährigen unterwarf. Man mochte meinen, dass es eigentlich umgekehrt hätte sein müssen, dass nämlich das Wetter umso schwerer auf der Seele liegt, je trüber und regnerischer die Tage waren. Doch in diesem Fall gingen die Gemütsregungen des Mädchens dem Wetter voraus. Ich meine tatsächlich, dass ihr Lächeln buchstäblich die Wolken aufzubrechen vermochte, und einmal, als sie beim Spielen gestürzt war und wilde Schreie über die Heckenrosen klangen, die unsere Grundstücke trennten, ging ein Regenschauer nieder. Anderen Tags war es sogar ein Gewitter, das sich am Horizont verflüchtigte, in dem Augenblick, da sie den Trost der Mutter empfing und wieder zu lächeln begann. Aber es ging auch anders. Vor wenigen Wochen erst schien sie die klamme Kälte des Regens geradezu einzuladen. Ich sah, wie sie auf die kalte Scheibe hauchte und ihr warmer Atem einen blassen Nebelfilm entstehen ließ. Dort hinein ließen sich geheime Botschaften schreiben, die sich langsam mit dem Niedergeschlagenen in Luft auflösten. So stand sie da, schrieb Wünsche auf das Glas, bis plötzlich der Wind von außen Regentropfen über das Fenster schob und Figuren entstanden, die sie eben nicht nur bestaunte, sondern die sich gleichsam unter ihren eigenen Blicken formten. Ein anderes Mal saß sie im Garten. Mit einem Fingerzeig schien sie den Flug der Schmetterlinge zu lenken. Sie bewunderte die Tiere, die in leisen Luftzügen schwammen, wie dünne Blätter in warmem Wind. So gingen die Tage ins Land. Auch die Klänge, die in den frühen Morgenstunden mit den Vögeln den Tag erhellten, hatten sich in Darias Gegenwart verändert. Hier und da blitzten die Gesänge. Sie schienen orchestrierter, als brächte man eine Symphonie der Stille zu Gehör. Ich meine die unberührten Ränder der Töne, die wie vereinzelt tropfender Tau in der Leere verlöschten und Musik lediglich umschrieben, als erinnere man sich an etwas ewig Wahres. Unter solchen Eindrücken hatte ich Daria auf den Treppenstufen ihres Hauses sitzen sehen. Trotz der Osterferien lebte sie noch im Rhythmus der Schultage. Krähen, die das Vogelfutter fraßen, das ich für Spatzen, Amseln und Meisen ausgelegt hatte, wurden plötzlich von einem Habichtsschrei vertrieben. Und auch in den kommenden Tagen, wenn Daria auf den Stufen saß, ertönte der Habicht mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass die Krähen die Futterstelle schon bald wieder aufgegeben hatten. Noch merkwürdiger war, dass die Raubvogelschreie mit dem endgültigen Abzug der Krähen vollends verstummt waren und nie wieder aufkamen. Nie hatte ich den Habicht gesehen, allein seine Laute schienen von weit herangetragen. Und in der Tat konnte ich Daria dabei beobachten, wie sie ihre Aufmerksamkeit weit und immer weiter in den Himmel schickte. Wir alle kennen das.
Wenn man an Tagen, an denen man eine innere Ruhe spürt, den Blick schweifen lässt, gelangt man sehr schnell über alles Sichtbare hinaus, bis schließlich ein vorbeirasendes Auto oder das plötzliche Klingeln eines Telefons alle Aufmerksamkeit wieder in einem einzigen Punkt verdichtete. Nur dass Daria, wenn solche Störungen auftraten, mit ihrer Aufmerksamkeit im Himmel verbleiben konnte. Jedenfalls saß sie noch immer auf den Stufen vor ihrem Haus und tauchte mit ihren Blicken durch den luftigen Ozean. Wolken, die wie kliffbrüchige Inseln dem Horizont entgegentrieben, warfen ihre Schatten zwischen das Sonnenlicht, das die Felder beschien. Alles war Meer. Und nur Stunden später sah ich Daria durch die Felder laufen, und es schien, als würde sie fliegen durch das Gras, das mehr als hüfthoch ihren Körper umfloss, getragen von den Wellen, die der Wind in die Gräser drückte. Alles rauschte. Und das Schilf rief wie ein Chor, es sank und prasselte wie jener Regen, der in der darauf folgenden Nacht niederging. Einmal mehr machte ich Daria an ihrem Fenster aus, schlaflos in gedämpften Farben. Und als das Gewölk schließlich aufriss, sah ich, wie sich unter ihren Blicken die silberglimmenden Ränder der Wolken formten, während der Mond aus seiner kalten Schale die Zuversicht der kommenden Tage goss. Doch tatsächlich kam es anders.